Wow. Thank you all for coming. Friends, colleagues, business associates, clients from all over. What a turnout. Vielen Dank an alle, die heute gekommen sind. Freunde, Kollegen, Geschäftspartner aus aller Welt. Was für eine Beteiligung. Mario just turned 50, literally a month ago. Mario ist gerade erst 50 geworden, vor ungefähr einem Monat. This gathering would have been the party that he would have liked to have for his 50th birthday. Diese Zusammenkunft wäre die Art von Party gewesen, die er sich für seinen 50. Geburtstag gewünscht hätte. He spent his last 20 years being a brilliant lawyer. Er hat die letzten 20 Jahre damit verbracht, ein brillanter Anwalt zu sein. Until he was hit with the vicious disease of depression. Bis er von der unglaublich furchtbaren Krankheit von Depressionen geschlagen wurde. He was distraught that he had to celebrate his 50th birthday in a clinic. Er war verzweifelt darüber, dass er den 50. Geburtstag in einer Klinik verbringen musste. But Mario loved being a lawyer. Aber Mario liebte es, ein Anwalt zu sein. It was never only about the money. Es ging nicht nur um Geld. Sure, the financial rewards were great, Natürlich waren die Finanzen super. but I saw him on a high for days when he finished a transaction. Aber ich sah ihn auf einem Höhenflug für Tage, nachdem eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. And it has nothing to do with money. Und es hat nichts mit Geld zu tun. He loved winning. Er hat es geliebt zu gewinnen. He loved helping his client to the finishing line and win the PE deal. Er hat es geliebt, seinen Klienten zu helfen, über die Ziellinie zu kommen und zu gewinnen. But what also drove him at a deeper level? Aber was ihn in einem tieferen Sinne auch bewegt hat und angesteuert hat. Most of you know him only as Super Mario, Viele von euch kennen ihn nur als Super Mario. a brilliant lawyer in the private equity or legal circles. Ein brillanter Anwalt im Private Equity Bereich und im rechtlichen Bereich. But Mario was a man of faith. Aber Mario war ein Mann des Glaubens. He believed in God's greater plan for his life. Er glaubte an den größeren Plan Gottes in seinem Leben. He believed that God called him to be an excellent advisor. Er glaubte daran, dass Gott ihn dazu berufen hat, ein exzellenter Berater zu sein. To play a key role in the economy. Um eine ganz besondere Rolle, eine wichtige Rolle in der Wirtschaft zu spielen. To contribute to the economy at large. Um der Wirtschaft Beitrag zu leisten. He knew his purpose in life. Er kannte seine Berufung im Leben. One of his favorite books Eines seiner Lieblingsbücher was the bestseller by Rick Warren, war der Bestseller von Rick Warren. What on Earth Am I Here For? Was mache ich auf dieser Erde? Warum bin ich hier? He knew what he was here for. Er wusste, warum er hier war. He knew he was here to be a pioneer, Er wusste, dass er hier war, um ein Pionier zu sein. a builder, Ein Bauer, jemand, der etwas baut. a great foundation builder. Jemand, der eine tolle, wichtige Foundation bildet. And he's really darn good at that. Und er ist sehr, sehr gut darin. I know for one, he's managed to turn Wilkie from a D-list firm in Frankfurt to an A-list firm in Germany. Er hat Wilkie, so weiß ich das, von der D-Prominenz der Kanzleien in Frankfurt zur A-Prominenz in ganz Deutschland gemacht. Man, you guys have won prestigious industry awards. Er hat mehrere Awards gewonnen in diesem Bereich. He shed blood, he shed tears, Er hat Blut und Wasser dafür gelassen. he gave his love, he gave of himself to build an excellent team. Er hat seine ganze Liebe und alles gegeben, um ein exzellentes Team zu bauen. He gave of himself to build a new generation at Wilkie. Er hat alles gegeben, um eine neue Generation in Wilkie zu bauen. That was his heart, Das war sein Herz. the heart of a father. Das Herz eines Vaters. He was the father in the firm.
Er war der Vater in der Firma. He wanted to build a lasting legacy. Er wollte eine bestehende Legacy bauen. Now it's your turn to preserve and build on that. Jetzt ist es an euch, dies zu bewahren und weiterzubauen. Run with that torch. Rennt mit dieser Fackel. How do we capture the essence of my husband? Wie soll ich meinen Mann in seiner Essenz beschreiben? Mario was a king. Mario war ein König. Bigger is always better. Größer ist immer besser. Biggest is best. Am größten ist am besten. Therefore, in everything, he demanded the best. Daher forderte er in allem das Beste. King size, king's portion. Das ganz Große. Von dem König. Von den Königen. We always have to have the best. Wir mussten immer das Beste haben. It always has to be the best 5-star hotel in the region we were visiting. Es musste immer das beste 5-Sterne-Hotel sein, da wo wir im Urlaub waren. But he also has the heart of a king. Aber er hat auch das Herz eines Königs. He's extraordinarily generous. Er ist außergewöhnlich großzügig. Proof of this. Ein Beweis dafür. Look at all the jewelry I'm wearing. Look Schaut- at all the Cartier watch and all that stuff. Schaut auf all diesen Schmuck, den ich trage, all diesen wertvollen Schmuck, All these eye-popping certified diamond rings. all diese zertifizierten Diamantenringe. If you guys know me, and some of you know me very well, I don't wear this stuff. Wie einige von euch wissen, die mich kennen, ich trage diese Dinge normalerweise nicht. It's proof that he spent way too many hours at the firm, Das ist ein Beweis dafür, dass er viel zu viele Stunden in der Firma verbracht hat. and it's his way of making up to me. Und es ist seine Art, es wieder gut zu machen. It was his love for me. Es war seine Liebe für mich. And today I want to show you his love for me. Und heute möchte ich euch seine Liebe für mich zeigen. And look at this solitaire over here. Can you all see this beautiful diamond over here? Und schaut euch diesen Solitär an meiner Kette. Könnt ihr das alle sehen, den Diamanten? It's not because he got it for me for some anniversary. Es ist nicht so, als dass er das für irgendeinen Hochzeitstag für mich gekauft hätte. But because he bought it for me in seizing anger in Johannesburg airport. Sondern er hat es gekauft, als wir am Johannesburger Flughafen waren und einen Streit hatten und beide wirklich We had another stupid nonsense fight. wir hatten beide wieder mal einen unnötigen Streit. I cannot for the life of me remember what on earth started the fight. Ich weiß wirklich nicht mehr, um was es bei diesem Streit ging und wie es gestartet ist. But because I said I liked it, Aber weil ich gesagt habe, dass ich ihn mag, he bought it. He bought the solitaire for me, even though he was so mad at me. hat er trotzdem, obwohl er so sauer auf mich war, diesen Stein für mich gekauft. And of course, vice versa. Und ich war natürlich auch sauer. It was his way of showing me his love. Es war seine Art, mir seine Liebe zu zeigen. Maybe to you that's imperfect, Vielleicht ist es für euch imperfekt, but it demonstrated his heart, aber es hat sein Herz gezeigt. a forgiving heart. Ein vergebenes Herz. He's a king. Er ist ein König. He always had to have the best, Er musste immer das Beste haben. except for the order of his wife. Außer die Bestellung seiner Frau. We always laughed about how he ended up on the right continent, Wir haben immer darüber gelacht, wie er auf dem richtigen Kontinenten gelandet ist, but the wrong country to pick up his wife. aber das falsche Land gewählt hat, um seine Frau auszuwählen. He ended up with not quite what he expected. Er ist da geendet, wo er nicht dachte, dass er enden würde, mit der Frau, die er nicht erwartet hatte. But in everything, he not only demanded the best, he also gave his best. Aber nicht nur erwartete er in allen Dingen das Beste, sondern er gab auch selber sein Bestes. He gave his best as an advisor, Er gab sein Bestes als Berater, a lawyer. Anwalt. That's how he was able to rise to the top of the profession, and he took everyone else with him. Somit konnte er wirklich in die ganz hohen Ränge kommen und auch jeden anderen noch mitnehmen, der mit ihm war. He gave his best to be the leader, Er gab sein Bestes als Anführer, the father in the firm, als Vater in der Firma, a friend, als Freund, a father to his sons, als Vater seiner Söhne, a son to his parents, als Sohn seiner Eltern. and he certainly gave his best to be a good husband to me. Und er hat wirklich sein Bestes gegeben, um mir ein guter Ehemann I zu mean, sein. sure, our 17-year marriage was not perfect, but whose is?
Natürlich war unsere Beziehung, unsere Ehe 17 Jahre lang jetzt nicht perfekt, aber welche ist das schon? We loved each other deeply. Wir haben uns innig und tief geliebt. Not perfectly, but deeply. Nicht perfekt, aber tiefgehend. Sometimes we work so hard to do things for each other, we don't even see what the other has done for the other. Oft haben wir so hart füreinander gearbeitet, um Dinge füreinander zu tun, dass wir oft nicht gesehen haben, was wir eigentlich füreinander getan hatten. Looking back, I knew he gave his best, as he was much better than me in forgiveness. Wenn ich nun zurückschaue, sehe ich, dass er immer sein Bestes gegeben hat. Und er war besser im Vergeben als ich. He was also quicker to admit his wrong after a fight. Er war auch viel schneller daran, zuzugeben, dass er etwas falsch getan hat, nachdem wir gestritten hatten. I remember in our numerous conversations, Ich erinnere mich an viele Gespräche. I recall how he would have trouble firing people even though he knew it was long overdue. Und ich habe erfahren, wie schwer es ihm fiel, Leute zu feuern, zu gehen zu lassen, obwohl es schon längst an der Zeit war. He believed in giving people numerous chances. Er glaubte daran, Leuten mehrere Chancen zu geben. He was forgiving, very forgiving, Er war sehr vergebend. towards everyone except himself. Gegenüber jedem, außer sich selbst. In his final text message to us, In der letzten Nachricht, die er uns sandte, he said he gave his very best to fight the uphill battle of depression. schrieb er uns, dass er sein Bestes gab, um gegen diese Depression zu kämpfen. He fought depression to the very end until he couldn't anymore. Er kämpfte bis zum bitteren Ende gegen diese Depression, bis er nicht mehr konnte. In his final SMS, he said he gave his best and all he wanted is to sleep. In seiner letzten Nachricht sagte er gab sein Bestes, aber er wollte einfach nur schlafen. I'm just going to read one part because he wanted me to read this part. I'm going to read it in German and you translate it into English. Ich bin so verzweifelt. I'm so desperate. Es tut mir so leid. I'm so sorry. Ich würde gerne so viel mit euch erleben. I would like to experience so much with you guys. Aber es hat nicht sollen sein. But that's not how it's meant to be. Bitte sag allen, Please tell all of them die mich kennen, that know me. tschüss. Auf Wiedersehen. Goodbye. Es ist zu schwer für mich geworden. It has been too hard on me. Es ist zu schwer für mich geworden zu leben. It has been too hard for me to live. Ich will einfach nur noch schlafen. I only want to sleep now. Es tut mir so leid. I'm very sorry. Honestly, his decision for us in the Christian community is downright devastating. So for me, personally, my question, where is my husband now? That has just completely rocked and just tore my world apart. So please bear with me. I want to share with you something very, very personal and yet powerful because it will change the way you look at God forever. Für uns als christliche Gemeinschaft ist seine Entscheidung einfach regelrecht verheerend. Und es hat uns wirklich rausgerissen aus allem. Und für mich bleibt die brennende Frage, wo ist mein Mann jetzt? Und ich möchte etwas sehr Persönliches, aber doch Kraftvolles mit euch teilen. Und ich glaube, dass es eure Ansichten über Gott regelrecht verändern wird, für immer. By the time the ambulance team got to our house, his face was already gray. Als der Krankenwagen bei uns zu Hause ankam, war sein Gesicht bereits grau. I had hoped that Jesus was able to bring him back. Ich hatte Hoffnung, dass Jesus ihn zu uns zurückbringen würde. When we got to the hospital, the medical team was trying to resuscitate him. Als wir im Krankenhaus waren, versuchte das ganze Team, ihn wiederzubeleben. I wasn't allowed to be near him.
Ich hatte keine Erlaubnis, in seiner Nähe zu sein. So I was standing outside the ICU, the intensive care unit. Also stand ich außerhalb des Raumes, wo sie ihn umsorgten. I was desperately praying and calling out to Jesus to save him. Ich war verzweifelt am Beten und bat Jesus darum, ihn zu retten. Suddenly, I saw his face floating before me, happy, peaceful, and I was confused. Plötzlich sah ich, wie sein Gesicht vor mir schwebte, in Frieden und in Freude. Und ich war sehr verwirrt darüber. In my mind, I thought Jesus might send him back to us. In my mind, I thought Jesus might send him back to us. In meinem Kopf dachte ich immer wieder, dass Jesus ihn uns zurückgeben wird. So I prayed harder, but there was a discord between my head and my spirit. Ich betete noch mehr, aber es gab eine Zwietracht zwischen meinem Geist und meinem Kopf. His peaceful, smiling face kept floating in front of me. Sein Kopf, der so friedlich aussah, schwebte noch immer vor meinen Augen, ganz klar. An hour later, the ER surgeon said they tried for an hour to resuscitate him. Eine Stunde später ließ mich der Chirurg wissen, dass sie eine Stunde lang versucht hatten, ihn wiederzubeleben. But his body was already saturated with carbon monoxide. Aber sein Körper war bereits voll von Carbonmonoxid. I was in a mess when I got back from the hospital. Mir ging es sehr schlecht, als ich aus dem Krankenhaus zurückkam. I called my spiritual leaders in the US. Ich habe meine geistlichen Leiter in den USA angerufen. My Pastor Joy, Pastorin Joy, she said I was going to get a word from God to give me peace. hat gesagt, dass ich ein Wort von Gott erhalten werde, welches mir Frieden geben wird. The next morning, I had a thought in my mind, Am nächsten Morgen hatte ich einen Gedanken in meinem Kopf, multiple times, mehrfach, that he repented just before he died. dass er Buße getan hat, kurz bevor er gestorben ist. In other words, he knew what he did was wrong. In anderen Worten, er wusste, das, was er getan hat, war falsch. And in his last moments, he asked Jesus to forgive him. Und in seinen letzten Momenten bat er Jesus, ihm zu vergeben. I wasn't sure, but I had a feeling he did that. Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte ein Gefühl, dass er das tate. A few hours later, a pastor from Singapore, Ein paar Stunden später rief ein Pastor aus Singapur, who used to care for us very, very intensely, der uns oft sehr, sehr viel geholfen hatte. and who knew Mario very well back when our marriage was a mess. Der auch Mario sehr gut kannte, damals, als unsere Ehe etwas im Argen lag. We lost contact Wir hatten bereits Kontakt verloren, for a few years. für einige Jahre. Suddenly he texted me. Aber plötzlich schrieb er mir He said he saw a vision of Jesus taking Mario away. und sagte mir, er sah eine Vision, wie Jesus Mario hinwegnahm. I pressed for more detail. I told him Mario took his life. Ich habe nach mehr Details gefragt und ich habe ihm erzählt, dass Mario sein Leben genommen hat. He confirmed that Mario asked Jesus to forgive him in his final moments. Und er hat mir bestätigt, dass Mario ihn Jesus tatsächlich gefragt hat, in seinen letzten Momenten ihm zu vergeben. And the next day, on the same day, I received the same message from two different sources from different parts of the world. Am gleichen Tag noch erhielt ich weitere Bestätigungen von 2 unterschiedlichen Quellen von überall aus der Welt. On Tuesday, I met the senior pastor in this church. Am Dienstag traf ich den Hauptpastor in dieser Kirche. He clarified right away before I said anything. Er hat gleich klargestellt, bevor ich überhaupt was sagen konnte, He is certain Mario is with Jesus. dass er davon überzeugt ist, dass Mario mit Jesus ist. All these events confirm 2 things. All diese Events bestätigen eine Sache, 2 things. 2 Sachen. The happy, peaceful, floating face I saw outside the ICU was God's way of showing that he is okay. He is in good hands. Zum einen das Gesicht, was ich vor mir habe schweben sehen, was so friedlich aussah, es war Gottes Weg, mir zu zeigen, dass Mario in guten Händen ist. And that he asked Jesus to forgive him in his dying moments. Und dass er Jesus darum um Vergebung gebeten hat, als er gestorben ist. There is one verse in the Bible, Es gibt einen Vers in der Bibel, Romans 5:20, Römer 5,20. where sin abounded, grace abounded much more. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Mario knew he was wrong to leave us behind, Mario wusste, dass es falsch ist, uns allein zu lassen. but he also knew his God.
aber er kannte auch seinen Gott, a forgiving God. einen vergebenen Gott. No matter how wrong that is, it is never beyond God's grace and power to forgive when we ask for it. Ja. Egal wie falsch diese Entscheidung ist, Gott ist großzügig und es ist niemals außerhalb seiner Gnade, uns zu vergeben. In his final moments, he cried out to Jesus. In seinen letzten Momenten schrie er zu Jesus, Because being a forgiving person himself, weil er eine vergebene Person selbst war, he understood the power of forgiveness. verstand er die Kraft der Vergebung. He also knew that his God is a God of forgiveness. Er wusste auch, dass sein Gott ein Gott der Vergebung ist. The grace of God is boundless. Die Gnade Gottes ist grenzenlos. Jesus will personally come for the person that whispers his name in the final breath, Jesus wird persönlich zu dem Menschen kommen, der noch in seinen letzten Atemzug, the last breath. nach Now I Jesus know ruft. that he has been forgiven. Jetzt weiß ich, dass er Vergebung bekommen hat. He is with God in heaven. Er ist mit Gott im Himmel. I have hope. Ich habe Hoffnung. My children have hope. Meine Kinder haben Hoffnung. Our family has hope Unsere Familie hat Hoffnung, that we shall see him in eternity one day. dass wir ihn eines Tages in der Ewigkeit wiedersehen. Thank you. Danke.